Die neuen Weinsberg Pepper Modelle sind da, diesmal in dem Own Style. Ich muss das ja üben, Own Style, mit einem ganz markanten Lufteinlass, mit einem ganz neuen Kühlergrill, neuen Felgen und so weiter. Sieht ganz gut aus, aber gibt es auch ein Zubehör, muss ich sagen. Wer ein bisschen lackieren kann und so, kann sich den Own Style auch so oder so ähnlich dann nochmal leisten. Ja. Aber wenn es fix und fertig kommt, es wertet das Fahrzeug massiv aus. Stefan Buhr, guten Morgen. Hallo, guten Morgen Sven, hallo. Ja, du hast gesagt, das wertet das Fahrzeug massiv aus, so sehe ich das auch. Und wenn du es nachrüstest, ich glaube nicht, dass du es für den Preis auch nachrüsten kannst. Ich halte den Preis hier von unter 5.000 € für das Paket für sehr günstig für diese Ausstattung. Ja, fix und fertig, zumal die Leute dann auch später bei eBay Kleinanzeigen gucken, ja, wo ist denn der Own Style? Die sind dann sehr, sehr gesucht. Fängt an bei zum Beispiel den Rückspiegeln, die ja so schön sind, Stefan, schau mal drauf, mit der Integration. Ich zeige mal gerade, das ist hier der Own Style, ja, von Weinsberg. Und wenn ich mich jetzt mal vorsichtig drehe, ich mache das mal gerade, das ist der nicht Own Style, wie es da ist, und das ist der ganz normale. Also wer ein bisschen Understatement haben möchte, kriegt das hier, aber jetzt ohne Scheiß, ja. Er sieht tausendmal geiler aus. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das ist, ja, ich habe es ja bis vor ein paar Wochen nicht gewusst, dass es das gibt mit dem Own Style. Und da hat mir schon eigentlich ganz gut gefallen, der Wagen. Aber wenn man es jetzt so nebeneinander sieht. Ist wahrscheinlich im letzten Moment ist der Marketingabteilung irgendwas eingefallen, hat gedacht, ey, irgendwas müssen wir machen, ja. So, und das ist der normale, das sieht aus wie so, ich sag mal, so ein Brötchenwagen, ja. Und dann guckt ihr mal den hier an, das sieht aus wie, ja, jetzt fehlt nur noch die rote Lampe drin. Nee, jetzt komm. Weinsberg Pepper, also ich war ja auf dem Pepper-Treffen, die Leute halten ja zusammen. Das Ganze lenkt auch vielleicht ein bisschen der Own-Style ab von immer noch aufgebauten Fenstern, keine Seitsfenster hier drin, aber das ist Pepper, oder? Ja, die kannst du ja mitbestellen, wenn du so möchtest. Das geht? Das geht, ja. Okay. Aber das kann jeder entscheiden, wie er das gerne möchte. Ich muss ja irgendwas noch finden, was schlecht ist an dem Auto, aber es wird immer schwerer. Also Stehhöhe ist jetzt hier besonders, denn der hat jetzt kein Hubbett mit drin. Das Ganze wirkt auch noch ein bisschen harmonischer. Wir haben eben ja die Version mit Hubbett gezeigt. Ja, genau, mit dem kleinen Hocker oben drauf, noch mit der Welle. So, der hat auch 7 Meter? Der hat auch 7 Meter, ja. Das ist praktisch jetzt der Nachfolger des Peppers, den altbekannten Pepper eben, aber auf Mercedes. So, hier vorne siehst du das Hubbett mit drin, also das ist die Version mit Hubbett. Gibt es ein eigenes Video. Du bist von Wohnwagen Vogt, einer der ganz großen Weinsberg-Händler in Deutschland. Demnächst baut ihr neu auf Tausende von Quadratmeter, macht ein neues Service Center und das Ganze geht in die Nähe von Saarlouis. Man braucht Platz, man braucht Service. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei den Fahrzeugen. Ein bisschen was kann immer sein, aber man muss es auch beheben können. Ja, ich denke, das ist für die nächsten Jahre ganz wichtig. Das Verkaufen ist die eine Sache und den Service, das ist eine andere Sache. Es kann nicht sein, dass Kunden nachher 10 Wochen warten auf einen Werkstatttermin, weil der Platz fehlt. Drum müssen wir reagieren und machen das. Viel schlimmer ist was ganz anderes. Man muss eine gute Beziehung haben zum Ersatzteillager. Denn ich meine, es bringt überhaupt nichts. Du willst es machen. Oft haben die Leute keine Ahnung von dem, was sie tun, weil vielleicht eventuell irgendwelche Teile neu sind oder Fahrzeuge neu und so weiter. Dann fehlen die Ersatzteile. Also viele gerade aus dem Ausland wollen nicht schicken, weil die Pakete so teuer sind. Ja, wir haben teils auf Markisen bis zu einem Jahr gewartet im letzten Jahr und bis in dieses Jahr rein. Das ist unvorstellbar. Und darum gucken wir, dass wir an Lager legen können, was nur geht. Hier ein nettes Detail. Das ist eine Box, wo du alles drin hast zur Versorgung des Fahrzeuges. Zum Beispiel Frischwasser. Die Mini-Liner-Box, ja. Die Mini-Liner-Box. Sogar der Stromanschluss ist integriert. So, der geht von innen nach außen, aber nicht von außen. Hier vorne hätte man dann im Prinzip einen Filter drin, den ich anschließen könnte. Genau, das ist hier so vorgesehen. Das siehst du auch im Fahrzeug drin. Das ist auch schon beworben mit dem Wasserfilter. Kannst du einsetzen und dann eben tauschen, wenn er wieder fällig ist. Die Felgen, ein richtiger Hingucker, die auch die ich sag mal Anordnung, die sind komplett draußen. Also das heißt, du hast ja wahrscheinlich ein Fahrgefühl mit dem breiten Fahrwerk im Traum. Ja, du schwärmst ja immer von dem Mercedes, den du bis zuletzt gefahren bist, was es für ein Fahrgefühl das ist, wie du da in die Kurven gefahren bist. Und das ist schon ein Unterschied, ob die Reifen dann nach außen stehen oder ganz innenliegend sind. So, guck mal hier, überall Werbung, ja. Muss ich sagen. Was ist das da? So eine Box und ein Hund? Oder? Das ist so ein Boxensystem, ja. Das wird tatsächlich oft gefragt. Ich kenne die Firma jetzt nicht, aber ich kenne unsere Kunden und viele nehmen Hunde mit und gerne auch so eine Box, ja. So, das ganze Alu außen, GFK-Dach, ja. Das ist vielleicht ganz wichtig, denn es kann ja mal zum Hagel kommen. Das ist dann relativ resistent. Ihr habt wenig Schäden bei Weinsberg, oder?
Ja, generell beim Hagelschaden ist es resistent bis zu dem Punkt, wo es einfach so massiv ist, dass dann eben auch eine Dachluke dann springt. Dann geht auch ein GFK kaputt, aber dann haben wir eh ein Riesenproblem. Dann reden wir hier von bis zum Totalschaden von einem Fahrzeug. Ansonsten Hagel drauf, nichts passiert. Carra Compact 640 MEG. So sieht er von hinten aus. Da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Vorne, hui, hinten auch nicht schlecht. Ja, du brauchst ja was, wo du gegen das Fahrzeug aus sagst, ne? Sonst machst du ja Werbung dafür. Ne? 95.000 Euro. Aber ganz ehrlich, Lieferbarkeit sofort? Nee, du wartest ein bisschen. Ne? Also sofort ist jetzt nach den ersten 9 oder 10 Tagen hier auf der Messe nicht mehr gegeben. Es gibt noch Fahrzeuge fürs Frühjahr. Also ein halbes Jahr Wartezeit aktuell. Halbes Jahr. So, die werden gebaut wo? Die werden in Ungarn gebaut, die Fahrzeuge. In Ungarn. Also ich darf nur verweisen, wir haben einen Premium-Hersteller aus Ungarn. Der hat den Red Dot Design Award gewonnen, ja. Dembel baut auch in Ungarn. Haben wir übrigens exklusiv für German Television das einzige Video gedreht vom Fahrzeug in Europa. Das heißt also kein anderer, zumindest mal von den großen YouTubern durfte rein. Und wir haben 2 Stunden gedreht. Ungarn, die neue Hightech-Schmiede. Ja, ich glaube, STX baut doch auch in Ungarn, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, richtig, genau. Wenn du mal gerade schließt hier bitte, dann schauen wir da mal rein. Das ist das Gasfach, wo ich dann gesagt habe, naja, muss man halt so über die Kante heben, aber die Weinsberg-Kunden fahren eh nicht im Winter, dann halten die Flaschen ewig. Ja, das ist natürlich hier eine Herausforderung, bei 7 Meter Grundriss alles unterzubekommen. Und dann kannst du natürlich, wenn der Wagen einen halben Meter länger ist, kannst du eben Gaskasten woanders hinsetzen. Und das ist der Kompromiss, den wir hier machen müssen. So, hier ist der Preis, 95.743 Euro, der Grundpreis 75.999 und kaufen Leute den zum Grundpreis und sagen, ich baue das später ein? Also es gibt es tatsächlich, allerdings muss ich sagen, dass doch, ich würde sagen 90% der Leute den Aufpreis bezahlen für den größeren Motor, die Automatik, Distronic, die ganzen schönen Dinge, die Mercedes anbietet. Und uns dann dabei belässt, weil alles andere ist ja bereits dabei. Die Markise ist dabei, die Antenne ist dabei, Rückfahrkamera. Und von dem her gibt es auch viele, die den so nehmen. Aber Automatik, wie gesagt, ich denke 90% ist realistisch aktuell. Ja, Schalten ist doch männlich, oder? Nee, also ich schalte irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr. Also das ist so. Ja, auch hier die Tür total breit. Sie ist unglaublich hoch. Wir gehen mal rein. Stefan, du bist einer der ganz großen Weinsberg-Partner. Schnell 2, 3 Gründe, die für Weinsberg sprechen. Es ist ein tolles Produkt, es ist ein schönes Design und es gibt gute Händler. Und schau mal hier, der Schirmhalter ist schon geklaut. Ja, das war jetzt kommt natürlich auf der Messe, ob das geklaut ist oder ob es jemand versehentlich kaputt gemacht hat, aber es gibt Arbeit für die Technik. So ist es dann. Guck mal, ich denke auch, dass Sie jeden Morgen da wahrscheinlich diese schöne nochmal reinhängen, die Tasche, oder? Ich weiß, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Hier wird ja ab 18 Uhr ist ja dann alles zu. Die Halle ist bewacht. Sollte normal nichts passieren über Nacht hier. Edition Pepper, hier ist sie. Oh, guck mal, hier hat jemand eine Monsterdose stehen lassen. Guck mal gerade hier vorne. Und dann siehst du hier oben ein Fensterchen, was oben drin ist, das groß ist. Das ist auch, ich sag mal, bei vielen Wohnmobilen nicht der Fall. So ein ganz großes Panoramafenster mit drin zu öffnen. Ja, das ist schade dann, ne, wenn es nicht zu öffnen ist. Weil nur Licht ist auch schön, aber frische Luft ist das Beste, was es gibt. So, jetzt haben wir kein Hubbett hier drin. Das ganze Raumgefühl noch mal ein bisschen anders. Also du gehst hier durch, die Raumhöhe ist ja gleich. Aber so, ich sag mal, wer nicht unbedingt ein Hubbett braucht, spart auch Gewicht. Also das ist ja auch ein Thema, oder? Ja, da sparst du natürlich 40, 50 Kilo an Gewicht. Der ist unter 3,5 Tonnen? Das sind 3,5 Tonner, genau. Also die legendären rund 400-500 Kilo Zuladung, aber da bitte ganz genau in die Daten reinschauen. Da können wir euch gar nichts zu sagen, weil ich sag mal, da ist jedes Fahrzeug mit einem Wiegeprotokoll, glaube ich, versehen, ja. Und die werden nochmal einzeln gewogen. Da bitte beim Fachhändler nochmal Rücksprache halten. Der ist schön voll, was das Fahrzeug angeht, gell? Der große Motor, Automatik. Der Wagen ist jetzt hier reisebereit, schön voll ausgestattet, bis auf die Rahmenfenster, haben wir eben schon gemerkt. Ne? So, die kann man aber dazu buchen, wenn man das möchte. Buchen, genau. So, bitte einmal schließen, dass man mal sieht, wie schön und schnell man das Fahrzeug verdunkeln kann, vorne im Fahrerhaus. So, und schon kann ins Bett es gehen. Dann noch ein Seitenfenster. Ruckzuck. Da hat man auf den Marktführer gesetzt, Deckenstrang mit Signature-Effekt. Man hat also hier nochmal so eine Kupferlackierung mit drin, die sieht auch ganz nett aus. Eine indirekte Beleuchtung drin und eine Innenbreite von 2,12 Meter, das merkst du auch. Gut, es ist kein Wohnwagen, aber es ist immer noch gut.
Dann hier oben das neue Bedienteil von Truma. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Das ist die Heizungssteuerung, die jetzt drin ist und die Ressourcen. Das heißt, du siehst alles in einem Bedienteil. Das finde ich natürlich klasse. Macht das Fahrzeug ein bisschen aufgeräumter. Wasserfiltersystem ist vorgesehen. Die Küche ganz schick. Arbeitsplattenerweiterung bitte mal zeigen. Ja. Die wird gerne hier auf der Messe abgemacht. Ne? Panik, ich komme hier nicht mehr raus. Die müssen wir dann eben hier entriegeln vorher. Und dann geht es wieder rein. Ja, aber sogar am Tag 10 für mich sind die meisten Sachen hier bei dem Fahrzeug noch korrekt und funktionieren noch. Das ist das Polestar. Und sie schreiben die größte Vansitzgruppe, die drin ist. Lithium-Ionen-Batterie ist Option. Polsterwelt Malabar mit Bestickung. Hier oben ist der Fernseher mit drin. Die Sattanlage ist schon drauf. Sattanlage ist schon mit drauf. Ist eine Oyster-Antenne. Hier in Kombination mit dem Oyster TV. Natürlich auch mit das beste Gerät, was verbaut ist auf dem Markt. Also es ist kein günstiges Zeugs, was hier dann mit verbaut wird, sondern richtig gute Sachen. Ganz wichtig ist, er findet dann auch noch einen Zugang, wo andere, ich sag mal, keinen Empfang mehr haben. Das ist bei Oyster auch sehr schnell. Das heißt also, bis der Empfang hat, das geht ruckzuck. Dann Doppellängsbetten. Ich glaube, das ist schon fast eine ganz große deutsche Eigenschaft, oder? Ja, es ist eben der Grundriss überhaupt. Die meisten nutzen es wahrscheinlich dann doch als großes Bett, wenn sie es zusammen machen. Aber das Schlafen ist schon auch sehr wichtig in einem Fahrzeug. Ja, es gibt ja noch andere Bettvarianten, aber dann ist die Garage ja nicht mehr so. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Das ist ja nicht ohne Grund hier hochgebaut. Darunter ist die Garage. Dann hast du hier einen Kleiderschrank mit drin. Es gibt ja noch die Möglichkeit, das Ganze auszuziehen zu einer Liegewiese. Hier hast du eine Stange mit eingebaut. Das gleiche dann nochmal hier auf der Seite mit einem Schrank, der einen Zwischenboden hat. Also Stauraum hast du hier genug. Dann lässt sich das hier ausziehen und dann mit diesem Zwischenpolster versehen, sodass man die komplette Einheit dann als nur eine Hand frei als Liegewiese machen kann. Da sind so Decken und so weiter dabei. Also du empfiehlst, wenn man also wirklich drauf steht, das am besten gleich mitzubestellen, dann hat man es, oder? Ja, das ist natürlich am einfachsten. Bei den Maßen hier haben wir das Glück, wir können Standard-Einzelbettenbezüge da nehmen. Aber bei manchen Bettformen, dann hast du gar keine Chance. Da brauchst du einen ganz bestimmten Spannbettlaken dafür. So, bitte mal kurz zeigen. Ja. Im Schnelldurchlauf. Voilà. Vielen Dank. Soft Close. Unten zum Klappen. Unten zum Klappen und oben haben wir 3-Flammerherd noch. Gut, Kühlschrank, also ein 3-Flammenherd mit Piezo-Zündung. Hier vorne hast du dann deine Spüle mit drin. Bitte mal den Kühlschrank öffnen, Stefan. Du bist in Saarbrücken, jetzt filmen wir ja schon eine Weile. Haben die Leute schon die Videos ab und zu mal gesehen eigentlich? Sehr viele, ja. Also ist mir auch passiert, die Tage jetzt hier in Düsseldorf in einem ganz anderen Fahrzeug, wo mich Kunden angesprochen haben. Ah, Sie sind doch der. Ja, ja. Sind Sie schon verheiratet, Herr Buhr? Ja, ich bin verheiratet. Viele Grüße an meine Frau dann. Ne? So, bitte einmal öffnen. Das ist das Bad. Man hat eine geräumige Nasszelle. Das ist so geil. Ich muss nur ablesen. Die ganzen, ich sag mal, Leute aus der Werbung haben mir schon Aufkleber davor gemacht. Ich brauche überhaupt keinen Setcards oder irgendwas brauche ich nicht. Das hier kann man eben rüberschieben. Wenn man duscht, damit es nicht im Weg ist, gibt es hier vorne. Warte mal, ich schiebe ein bisschen rüber. Ja, im weitesten Sinne Einhangbedienung. Dann eine richtige Duschtür, das finde ich auch wichtig, weil viele Leute sagen, na, so ein Duschvorhang. Ja, der klebt. Der klebt. Eine Kassettentoilette mit drin und ein großer Schrank noch mit dabei. Wie hast du den aufgemacht? Push? Einmal drücken, Push, ja. Okay. Push und das Ganze hier witzigerweise ist nur ein reiner Spiegel, die Tür. Das finde ich ja gewagt, aber es scheint jetzt zu funktionieren. Habe ich zu Hause auch bei mir. Geht? Ja. Okay, so und dann nochmal hier 2 Halter. Stefan, wir sind durch. Da ist er, der Weinsberg Pepper. Ich muss mal gucken, ich glaube 640 MEG heißt er. In der Own-Ausstattung. In der Own-Ausstattung, ja. MB640K, Kompakt MB640 MEG, Modelljahr 2023 für 95.743 €. Und die technischen Daten und so weiter schreibe ich euch noch in die Videobeschreibung mit rein. Ja, wir sind 6,99 Meter lang, wir sind 2,30 Meter breit und die Gesamthöhe sind wir bei 2,70 Meter. Das Drehmoment? 430 Newtonmeter? Ungefähr. Ungefähr, ja. Ich muss So. wirklich schnell gucken, ja. Ich gucke mal gerade drauf. Heute ist der 3. September 2022. Wir sind zusammen mit Wohnwagen Vogt. Das Ganze gibt es seit über 60 Jahren und danke fürs Einschalten. Tschüss, Stefan Buhr. Ja, ciao, ciao. Tschüss.